Hallo ihr Lieben, ich bin Sino und heiße euch herzlich willkommen bei Thoughts to Go. Bei diesem Format spreche ich mit Menschen auf der Straße über die verschiedensten Themen und gewinne dadurch einen Einblick in ihre Gedanken und Meinungen. In dem heutigen Video geht es darum, ob Menschen voneinander bestimmt sein können, woran man erkennt, dass eine Beziehung gesund ist und ob wir zu abhängig sind von der Liebe anderer. Viel Spaß! Tell me all your thoughts, baby. Thoughts to go. It's your thoughts that help us know. Speak them louder, thoughts to go. Thoughts to go. To go. Hi, wie heißt ihr? Najib. Anna, Jolanda, Nino. Annette. Hallo, ich bin Bianca. Ich bin der Jan. Andreas. Christina. Hallo, ich bin Luca. Petra Seifert. Wolfgang Seifert. Schön, dass ihr dabei sind. Glauben Sie, dass Menschen voneinander bestimmt sein können? Teilweise ja. Ich denke schon, ja. Natürlich glaube ich das, ja. 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 Ja, ist schon möglich. Füreinander auf jeden Fall. Ja, schon, ja, definitiv. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wir zum Beispiel. Ja, wenn mein Mann das sagt, dann stimmt das so. Ach, nee. Nicht? Nein, glaube ich nicht. Warum nicht? Weil ich glaube, dass sich alles irgendwie entwickelt. Also ich glaube, man hat einen Draht zueinander, ja, und es mag vielleicht eine bestimmte Chemie da sein, das ist ja auch erwiesen. Aber füreinander bestimmt nein. Woran erkennt man, dass eine Beziehung gesund ist? Oh Gott, woran erkennt man, dass eine Beziehung gesund ist? Ja, wenn man sich einfach zufrieden fühlt. Wenn man zufrieden ist, wenn man sich aufgehoben fühlt, wenn man sich geborgen fühlt. Wo man sich keine Sorgen machen muss. Und ich denke, ja, wenn man einfach glücklich nach Hause kommt. Dass man halt immer die ganze Zeit miteinander lachen kann und sowas. Dass er lange hält, dass daraus auch Kinder hervorgehen, dass man Werte schafft und dass man Respekt voreinander hat, ja, dass man einfach zusammen gut lebt. Ich würde sagen, dass man auf Kompromisse eingehen kann, sich streitet und wieder verträgt, ohne dem anderen lange böse zu sein. Und dass man auch viel Arbeit und Energie reinsteckt in so eine Beziehung. Ohne das geht's nicht. Von alleine läuft's nicht. Dadurch, dass man lange zusammen bleibt und zufrieden ist. Wir haben das schon über 40 Jahre jetzt geschafft. Indem man böse oder schlechte und gute Seite miteinander teilt und die meistert. Man sich vertraut, loyal ist. Ja, wenn man sich Mühe gibt für die andere Person. Dass man sich wohlfühlt und einander versteht und lässt. Indem derjenige, mit dem du zusammen bist, dich eher besser macht und nicht deine schlechten Gewohnheiten hervorkommen lässt. Ja. Gute Frage, versuche ich mit meiner Freundin seit ungefähr 25 Jahren rauszufinden. Und was macht man dafür so? Also was machen Sie dafür? Alles füreinander. Sind wir zu abhängig von der Liebe anderer? Definitiv, ja, das brauchen wir. Also wenn wir die Liebe anderer nicht bekommen, dann können wir nicht überleben. Also das ist ja auch erwiesen, ne, dass das nicht funktioniert. Ja, das ist schon ein guter Punkt. Das Wertschätzung an sich selber, die muss schon auch gegeben sein, aber abhängig würde ich nicht mal unbedingt sagen. Ja, sondern es ist ja ein sehr positives Ding, ja. Ja, schon. Ich würde schon sagen, ja, es fängt ja schon an, wenn man die Liebe der Mutter kriegt. Und dann geht es ja weiter. Ja, genau. Ja, Menschenliebe ist die Basis unseres Zusammenseins, denke ich mal. Denke schon, ja klar. Wenn wir nur Hass hätten, das wäre das Gegenteil von Liebe, das wäre nicht gut. Ich glaube, wenn man Liebe durch Anerkennung ersetzt, dann passt das ganz gut. Denn keiner kann leben, ohne Respekt und Anerkennung und Wertschätzung von anderen Menschen zu erfahren. Ohne das geht's nicht. Alleine geht man kaputt. Teilweise machen wir uns sehr durch oberflächliche Antworten selber das Leben schwer. Eigentlich nein. Mein Leben muss ich selbst gestalten. Ich denke schon, ja. Ich denke, man sollte sich nicht abhängig machen von der Liebe anderer, aber kann schon passieren, dass es vorkommt. Ich glaube schon, ja. Also was schwierig in der Sage, dass die Liebe von anderen auf jeden Fall ein großer Teil ist, wo du brauchst in deinem Leben, aber ne, ich würde nicht sagen, dass wir zu abhängig sind von anderen. Ne. Manchmal ein bisschen. Wir haben zu wenig Selbstliebe. Was wäre ein Tipp, damit man mehr Selbstliebe bekommt? Sich anlächeln im Spiegel, sich mögen. Was wäre ein Tipp an die Menschen da draußen? Ja, nicht immer so viel zu denken, nicht so viel nachzudenken, einfach zu machen und ja, sein Herz einfach sprechen zu lassen. Ich war beruflich in Berlin und habe jetzt gestern Engländer kennengelernt. Ich weiß auch, wir haben gestern einen richtig schönen Abend gehabt, obwohl ich die Leute gar nicht kennt habe. Ja. Also einfach auf Leute zugänge. Offen sein. Ja. Sich einfach selber treu bleiben. Ja, funktioniert ganz gut. Das Leben positiv zu sehen und ja, eine gute Zeit zu haben mit guten Menschen. Ja, sich auf jeden Fall Menschen auszusuchen, die mit denen man Spaß hat, mit denen man glücklich ist. Nicht so viel Gedanken machen, einfach machen. Immer kämpfen füreinander. Hey, sehr Ja. gut. Zum Beispiel in Beziehungen oder generell meinst du? Ja, für die Beziehung halt, dass man sich halt auch nicht vernachlässigt und immer füreinander da ist halt. Ja, ich denke, Respekt zuhören und immer daran denken, dass man die Hoffnung nicht aufgibt
auch wenn es schwierig ist, eben weiterzumachen, Kompromisse zu finden, ja, und zuhören und Lösungen suchen. Ja. Zuversicht, nicht aufgeben und nicht immer über alles böse werden. Das finde ich ist ganz wichtig. Im Moment fährt immer jeder sofort bei jeder Kleinigkeit hoch und das sind oft Nichtigkeiten, die dann zu Streit führen und das ist überhaupt nicht notwendig. Einfach einen Gang runterschalten, erstmal überlegen und denken, dass sich alles zum Positiven wendet, dann wird das schon gut werden. So Leute, das war's dann wieder mit diesem Video. Wie haben euch die Fragen gefallen? Was waren eure Antworten darauf? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Im Ernst, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Und wenn ihr mal zwischen den Videos up-to-date sein wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram, da ist ihr nämlich genauso wie hier. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Deine Gedanken zählen, vergesst das nicht.